Alles begann an einem düsteren Herbstabend, als Jakob nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam. Als er durch die Haustür trat, erwartete ihn ein unerwarteter Anblick. In der Mitte des Wohnzimmers saß eine Katze, eine elegante, schwarze Katze mit durchdringend grünen Augen. Jakob erschrak, er hatte keine Ahnung, wie die Katze in sein Zuhause gelangt war. Die Türen und Fenster waren sicher verschlossen, und es gab keine sichtbaren Anzeichen eines Eindringlings. Denkend, es sei nur ein Zufall, nahm Jakob an, dass vielleicht jemand die Tür offen gelassen hatte, was der Katze ermöglichte, hereinzuschlüpfen. Aber als Tage zu Wochen wurden, erschien die geheimnisvolle Katze weiterhin, immer zu den unerwartetsten Zeiten. Angst begann in Jakobs Herz zu kriechen, Zweifel flüsternd und seinen Geist mit Unsicherheit füllend. Er hinterfragte die Natur der Anwesenheit der Katze und fragte sich, ob etwas Übernatürliches im Spiel war. Nacht für Nacht saß er in seinem Wohnzimmer, wartend auf den unvermeidlichen Besuch, die Augen nervös im Raum umherschweifend. Verzweifelt nach Antworten, vertraute Jakob sich seinen Freunden und seiner Familie an, erzählte von den merkwürdigen Ereignissen, die ihn plagten. Aber ihre Reaktionen waren immer abweisend. Sie nahmen an, dass er entweder übertreibe oder den Bezug zur Realität verliere. Entschlossen, die Existenz der Katze seinem engsten Freund John zu beweisen, lud Jakob ihn für einen Abend ein. Doch während die Stunden vergingen, weigerte sich die Katze zu erscheinen. Jakobs Hoffnungen wurden zerschmettert, und er fühlte eine überwältigende Niederlage. Mit seinem zerstörten Selbstvertrauen und seinem geistigen Zustand, der sich verschlechterte, suchte Jakob die einzige Person auf, von der er glaubte, dass sie helfen könnte, den örtlichen Priester. Der Geistliche, freundlich und geduldig, hörte aufmerksam Jakobs Geschichte. Er betete, besprühte das Haus mit Weihwasser und führte eine gründliche Untersuchung durch. Aber die Katze blieb unerreichbar, unbeeindruckt von den heiligen Ritualen. Jakobs Angst eskalierte so weit, dass er erwog, sein geliebtes Zuhause zu verlassen und anderswo Trost zu suchen. Aber gerade als er dabei war, sein Haus zu verlassen, bemerkte Jakob, als er aus dem Fenster schaute, wie die Katze des Nachbarn spielerisch in einem kleinen Lüftungsschlitz in der Nähe der Außenseite seines Hauses ein- und aushuschte. Seine Augen weiteten sich, und ein Gefühl der Erkenntnis überkam ihn. Die Katze des Nachbarn war die ganze Zeit der Schuldige, ein cleverer Ausbrecher, der einen Weg gefunden hatte, in Jakobs Heim unbemerkt einzudringen. Erleichterung überflutete Jakob wie eine sanfte Brise, die die schwere Last der Angst von seinen müden Schultern hob. Das Rätsel war endlich gelöst, und er fühlte sich nicht länger wie ein Verrückter, der durch ein Labyrinth der Unsicherheit wandert. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.